Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video stelle ich ein Lachsrillette vor. Hier habe ich ein Stück entgräteten Lachs, welches auf der Hautseite in einen Topf gegeben wird. Etwas Wasser wird hinzugegeben und der Lachs auf niedrigster Stufe gegart. Nach einigen Minuten wird er gewendet und weiter auf niedrigster Stufe ziehen gelassen. Es macht nichts, wenn die Haut beim Wenden aufgerissen wird. Bis der Fisch gar ist, reiße ich mir von ungefähr einem Viertel der Oberfläche einer Bio-Orange die Zesten herunter, ebenso von einem Viertel einer Bio-Zitrone. Das ist ein kleiner Zweig Thymian, dessen Blätter ich abzupfe. Thymian ist recht würzig und sollte nicht unterschätzt werden. Mit einem kleinen Zweig kommt man recht weit. Da mir die Zesten nicht fein genug sind, hacke ich sie einmal kurz durch. Der Lachs ist inzwischen gar. In diesem Zustand lässt sich die Haut ganz einfach abkratzen und wird entsorgt. Die dunklen Fleischpartien direkt unter der Haut entferne ich ebenfalls. Das mache ich aber nur aus optischen Gründen. Das Fleisch ist nicht schön, aber durchaus essbar. Die beiden abgetropften Lachshälften werden in eine Schüssel gegeben und mit dem Löffel auseinandergezupft, wobei sicherheitshalber auf versteckte Gräten, aber auch auf Schuppen geachtet werden sollte. Der Lachs kann nun auskühlen. Das Kochwasser wird entsorgt. Hier habe ich 4 kleine Scheiben Gravetlachs, den ich mir immer selber mache. Die Scheiben werden aufeinander gelegt und das Lachsfleisch in kleine Würfel geschnitten. Der gegarte Lachs wird nun gesalzen und gepfeffert. Dann gebe ich den Koriander dazu, allerdings zunächst nicht die ganze Menge, denn Nachwürzen ist einfach. Eine Überwürzung rückgängig zu machen ist dagegen wirklich schwer. Nun gebe ich auf den Lachs noch 2 Esslöffel Frischkäse und da dieser recht fest war, habe ich noch ein paar Tropfen Saft aus meiner Orange gepresst und vorsichtig in den Frischkäse eingerührt. Jetzt wird ungefähr 3/4 des Zitrusschalenabtriebes in die Mischung gegeben. Auch hier lasse ich etwas zum eventuellen Nachwürzen zurück. Dann kommt noch etwas Butter dazu, hier aber bitte gleich die ganze Menge und last but not least der gewürfelte Gravetlachs. Alles wird nun vermengt, wobei die Butter zunächst mit dem Löffel etwas zerdrückt werden muss, damit sie geschmeidig wird. Ich hätte sie natürlich auch auf den noch warmen Lachs geben können, das habe ich aber extra nicht gemacht. Ich finde das Aroma von kalter Butter interessanter und möchte vermeiden, dass es sich bei der Erwärmung verflüchtigt. Also mache ich mir die Mühe, die Butterflocken zu zerdrücken und nach in die Masse einzuarbeiten. Beim Unterrühren übertreibe ich auch nicht, denn die Zutaten sollten noch erkennbar bleiben. Und jetzt darf ja auch noch abgeschmeckt werden. Und da ich mich insgesamt sehr zurückgehalten hatte, gab es nur die eine Lösung, von allem noch ein bisschen. Salz und Pfeffer sowie die Reste von Kardamom, Orangenzesten mit Thymian hinein. Nochmal abschmecken und es war gelungen. Gut ist es, wenn alles noch ein Stündchen durchziehen kann, weswegen das Rillette noch eine kleine Auszeit im Kühlschrank genießen kann, bevor es serviert wird. Mit einem Löffel steche ich mir eine kleine Menge ab, die ich, wie ich zeige, auf einen zweiten Löffel gebe und mehrmals hin und zurück gebe. Dabei streiche ich mit dem abgebenden Löffel über die Oberfläche der Nocke, sodass diese möglichst glatt wird. Nach einigem Hin und Her gebe ich die Nocke unten bei 6 Uhr auf den Teller, wobei die spitzere Seite der Nocke nach außen zeigen sollte, was alles ein klein wenig umständlich macht. Bei der zweiten Nocke wird genauso verfahren. Am besten dreht man die Nocken über der Schüssel ab, dann macht es nichts, wenn sich etwas ablöst. Da ich die Orange sowieso schon aufgeschnitten habe und auch, um auf das Zitrusaroma hinzuweisen, verziere ich noch mit etwas Orange. Brunnenkresse füllt die Lücken und die darin enthaltenen Senföle bringen noch etwas Schärfe. Der Salat ist ja nicht angerichtet, weswegen noch ein klein wenig Meersalz,
Pfeffer, ein paar Tropfen Zitronensaft und Olivenöl darüber gegeben werden. Das ist eine Art der Anrichtung im Rahmen eines Menüs. Klassisch wird das Rillette einfach in ein kleines Wegglas gegeben und es werden ein paar kross getoastete Baguettescheiben dazu gereicht. Jede Art der Darreichung hat ihre Berechtigung. Ich hoffe wirklich, ihr probiert dieses Rillette einmal aus. Leider weiß ich keinen passenden deutschen Namen dafür, denn Rillette ist eigentlich ein Brotaufstrich aus Schmalzfleisch. Das sollte euch aber auf keinen Fall davon abhalten, es einmal auszuprobieren. Wie man einen Lachs selber beizt, zeige ich in einem anderen Video. Es ist ebenfalls denkbar einfach. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ebenso die Liste der Zutaten und Mengenangaben. Viel Spaß beim Essen und Genießen und wie immer, guten Appetit!